Für mich hat die Rede in der Hinsicht eine besondere Bedeutung, dass ich etwas ganz Persönliches aus meinem Leben erzählen werde. Nochmal alles richten. Ganz wild heute, ganz wild. Das habe ich vorher politisch noch nicht erzählt. Liebe Julis, es ist mir eine Ehre, meinen Vorgänger vorzuschlagen, Jens Teutrine. Ich habe andere Lebenserfahrungen als andere und die möchte ich politisch einbringen. Das ist eine sehr gute Eisdiele, da müsst ihr hin. Der Platz ist der Kesselbrink. Das hier ist ein Jugendzentrum jetzt neu. Man sieht, hier sind auch viele Sportskateranlagen. Also ich gehe hier eigentlich ganz gerne hin. Da ist noch ein Plakat von mir. Da vorne ist der Basketballkorb. Wo ist der denn hin? Kein Witz. Ja, letzte Woche stand da noch der Korb. Er ist weg. Hier war der Korb sonst. Ärgerlich. Ich bin mit 15 bei den Jungliberalen eingetreten. Das war 2009, da war Bundestagswahlkampf. Dort war Guido Westerwelle der Parteivorsitzende. Heute treten ganz viele wegen Christian Lindner bei den Jungliberalen ein. Mich hat damals Guido Westerwelle inspiriert. Und der Gedanke, den er verkörpert hat, dass es nicht darauf ankommt, woher man kommt, welches Geschlecht man hat, welchen sozialen Hintergrund, welche Religion, sondern es darauf ankommt, ob man fleißig ist, wo man hin möchte, welchen Charakter man hat, dass das die wichtigen Kriterien sind. Und dieses Idealbild einer liberalen Gesellschaft, das finde ich total inspirierend. Und ja, morgen findet der Bundeskongress statt der Jungen Liberalen. Da kandidiere ich als Bundesvorsitzender. Das ist für mich, es fühlt sich gerade so einen Tag vorher wie der erste Schultag so ein bisschen vom Gefühl an. Das ist für mich politisch auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tag. Ein bisschen aufgeregt bin ich. Ist weg, es fehlt ein Stück. Vielleicht mal jemand, der etwas, wer weiß. Klar gibt es Vorurteile gegenüber Julis. Bonzenpartei, Reichenpartei, Lobbypartei. Das sind die Vorurteile, die mich am meisten aufregen, weil sie bei mir einfach nicht zutreffen, aus meiner Sicht. Ich entspreche diesen Vorurteilen nicht und ich weiß, dass ganz viele Mitglieder, ich bin da gar kein Einzelfall, ähnliche Lebensbiografien haben. Und diese Vorurteile zu durchbrechen, ist, finde ich, auch Auftrag von mir und von anderen dann, ja. Es kann nicht sein, dass gute Bildung in Deutschland zum Lotteriespiel wird. Das ist nicht unsere Aufgabe, uns ein bisschen nach links zu biegen, uns ein bisschen nach rechts zu biegen. Lasst uns endlich wieder mehr darüber sprechen, was uns eint, als das, was uns trennt. Wir sind keine desinteressierte Jugend, die nur auf sich selbst bezogen sind, sondern wir wollen Gesellschaft gestalten. Und ich selbst habe ja auch den Anspruch, ich will nicht irgendwann in 10, 15 Jahren in der Partei mitentscheiden und Verantwortung zu übernehmen, sondern ich kandidiere jetzt, weil ich jetzt, genau jetzt mitentscheiden möchte. Vielen Dank. So, Jens, du hast das Wort. Liebe Julis, für mich ist das heute ein besonderer Moment. Weil wenn man ehrlich ist, war es nicht sehr wahrscheinlich, dass ich mal oben auf politischen Bühnen sprechen würde. Ich wurde nämlich eingeschult auf eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Damals hatte ich eine Sprachbehinderung. Ich konnte nicht einfach sagen, was ich denke. Andere Kinder haben mich nicht immer verstanden. Doch heute bewerbe ich mich darum, für über 11.000 junge Liberale sprechen zu dürfen. Das fühlt sich bei aller Aufregung verdammt gut an.
Zu verdanken habe ich das meiner Mutter. Grüße an den Livestream. Sie ist putzen gegangen, damit ich und meine Schwester Essen auf dem Tisch habe. Und ich bin der Erste in meiner Familie, der ein Abitur gemacht hat und jetzt studiert. In einer offenen und freien Gesellschaft zählt nicht die Herkunft, nicht die Religion, nicht das Geschlecht und auch nicht der soziale Hintergrund der Eltern. Es zählt der Einzelne. Sein Charakter, sein Talent, sein Traum vom Leben, seine Bemühungen voranzukommen, stehen für uns im Mittelpunkt unserer Politik. Jungen Menschen wird ja häufig irgendwie vorgehalten, denen fehlen die Lebenserfahrung. Damit meinen Menschen dann meistens aber das biologische Alter. Lasst euch nie erzählen, ihr seid zu jung. Lasst euch nie erzählen, es fehlt euch an Lebenserfahrung. Sondern lasst euch auf Inhalte Diskussion ein und überzeugt mit den besseren Argumenten. Das ist unser Spirit der jungen Liberalen. Ich möchte mit euch gemeinsam jetzt anpacken und eine neue Generation Juli starten für die Freien Demokraten. Ich bitte euch um ein starkes Mandat für die zukünftigen Herausforderungen. Ich bitte euch um euer Vertrauen. Vielen Dank, dass ihr meiner Rede zugehört habt. Dankeschön. Auf Jens Teutrine entfielen 182 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen. Dankeschön. Ja, wir müssen weitermachen. Also ich habe den Daumen zumindest gesehen und nehme die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl. Wie viel Prozent sind das? Einfach damit ich glaube, das war's erstmal. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten mein ganzes Herzblut, meine Leidenschaft darin setzen, dass das erfolgreich wird, dass die Pläne, die dieser Verband und die Erwartungen, die er an mich gerichtet hat, ich umsetzen kann. Ich bin mir sicher, da wird es auch an den ein oder anderen Stellen auch mal Rückschläge geben. Das gehört dazu. Aber ich bin voll motiviert an die Sache heran. Ist hier drin? Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen, ist eine Persönlichkeit des politischen Gesprächs, der ist interessant für die Medien. Und natürlich kann man nicht nur Idealist sein, sondern man muss natürlich auch einen gewissen Durchsetzungswillen haben. Es wird einem nichts geschenkt, nicht innerhalb einer Partei, nicht im Wettbewerb der unterschiedlichen Parteien. Und da braucht man schon Durchsetzungsvermögen. Aber nach meiner Erfahrung spüren die Leute sehr genau, wo ist es nur Durchsetzungsvermögen ohne Idealismus und wo ist es nur Idealismus, der aber folgenlos bleibt, weil das Durchsetzungsvermögen fehlt. Die nächsten Monate werden sehr, sehr aufregend auf jeden Fall. Und ich gehe davon aus, dass ich weniger Schlaf habe als vorher. Darauf habe ich mich schon eingestellt. Die Bundestagswahl spielt für mich dahingehend eine Rolle, dass ich für diesen Verband eine Verantwortung trage und wir beim letzten Mal bei den Jung- und Erstwählern unser bestes Ergebnis hatten. Und deswegen ist die Bundestagswahl schon auch entscheidend für die Zukunft. Und Corona macht die politische Landschaft vielleicht noch mal neu.